Willkommen bei Piranha Becken TV, bei den beiden Spacken von Piranha Bytes, ja, die gerade eine halbe Session aufgenommen haben und gemerkt haben, die Mikros laufen überhaupt nicht, ja. Und deswegen machen wir es jetzt mal vernünftig, hoffentlich. Gut. Ich nicht Texte, Technik nur Pixel. Sehr gut. Also, das ist der Alexander Ockelmann, ja. Der ist Art Director bei uns. Und derjenige, der die Mikros anmacht, nachdem man merkt, dass sie aus sind. Ne? Okay, und ja, wir wollen heute ein Thema beleuchten, und zwar ein sehr spannendes Thema, Outsourcing. Ja, Outsourcing ist ja auch eine spannende Geschichte und wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Ja? Hattest du schon mal Erfahrung mit Outsourcing, und wenn nicht, was glaubst du, was das ist? Und die haben Folgendes gesagt. Ja, wir machen viel Outsourcing. Wir machen tatsächlich relativ viele Grafiken extern, teilweise Animationen, Musik, Soundeffekte eigentlich immer. Also wir machen, glaube ich, was ich so höre von so Entwicklern unserer Größe mit am meisten Outsourcing irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das hat sich so ergeben bei uns. Das kann ich mir darunter vorstellen. Ich finde Outsourcing ziemlich cool, weil man kann sich in neuen Projekten einfinden, man kann mal was anderes erleben in anderen Firmen und sein Wissen natürlich auch mit aufbauen, wie die Strukturen bei anderen Firmen ist, und ich finde Outsourcing ziemlich klasse tatsächlich. Ein einfacher Weg, um lästige Arbeit schnell wegzukriegen, aber ich selbst habe es natürlich noch nicht gemacht, weil ich kein Geld dafür habe. Finde ich nicht unbedingt toll. Ist für die meisten, die es wenn es der Firma insofern hilft, sagen wir mal so, wenn keine Arbeitsplätze vernichtet werden, ist Outsourcing sehr praktisch und toll. Ansonsten bin ich da nicht so für. Ich hatte in meiner alten Firma Erfahrung damit. Ich halte da ehrlich gesagt nicht so viel von. Warum nicht? Naja, die Arbeitskräfte sind vielleicht billiger, aber die leisten meistens auch nicht die Arbeit so, wie sie sollten. Also zumindest nicht so, wie wir es hier gewohnt sind einfach. Nein, hatte ich nicht. Und hört sich so an, dass man Aufgaben irgendwo anders hin weiterverteilt, wenn man irgendwie eine Firma hat. So würde ich jetzt das beantworten. Das sind klassische Freelancer-Tätigkeiten, ist ja im Endeffekt nichts anderes. Ist eine gute Sache, ist wichtig und kommt man, glaube ich, auch, wenn man wirtschaftlich sein möchte, nicht mehr dran vorbei heutzutage. So, also, wir haben eine sehr kontroverse Diskussion, was das Outsourcing angeht. Und vielleicht sollte man von Anfang an erstmal erzählen, was überhaupt Outsourcing ist. Ja. Vielleicht erklärst du einfach mal kurz und knapp, was Outsourcing überhaupt bedeutet. Outsourcing heißt eigentlich im Groben und Ganzen, dass man gewisse Aufgaben, die man halt hat, nach draußen gibt an Externe. Das kann von einer Zeichnung, vom Konzept bis hin zu einem Modell, bis hin zu Animationen reichen. Theoretischerweise kann man auch Programmieren outsourcen. Das ist halt die Entscheidung, was man halt alles intern machen möchte und wie gut oder schlecht man damit Erfahrung gesammelt hat. Das kann man an verschiedenen Zeiten des Projekts machen, also zum Beispiel in der Vorproduktion, wenn es halt zum Beispiel um Konzepte geht, in der Produktion selbst, wenn du halt sagst, du willst halt die Sachen fertigstellen, dafür brauchst du halt zusätzliche Leute, ne, und musst halt deine Teamgröße irgendwie skalieren, ohne dass du halt die ganze Zeit Leute halt reinholst. Das ist Hire and Fire zum Beispiel. Mhm. Also auf einer Laufzeit von 3 Jahren haben wir so parallel laufen vielleicht 1 Jahr Outsourcing, wenn man das so sieht. Ne? Würde man jetzt diese Menschen, die daran arbeiten, die man so im Schnitt mit 5 zusätzliche Arbeitskräfte bezeichnen könnte, ne? Vom Volumen her. Wir sind 27 Leute und 5 Leute von irgendwoher arbeiten uns zu. Was genau, gucken wir noch uns an, aber das ist so dann so die Größenordnung, damit man da mal sich ungefähr vorstellen kann, wie Piranha Bytes outsourced. Ja? Und das sind dann so Dinge, die sage ich jetzt mal, bei uns dafür sorgen würden, dass wir uns sehr lange an Fleißarbeiten aufhalten würden, ne? Dinge auszuarbeiten, ne? So Malen nach Zahlen habe ich immer gerne gesagt. Ne? Das heißt also, natürlich sind die Leute, die dieses Outsourcing betreiben, professionelle Leute und die können auch ihre Arbeit sehr, sehr gut. Was sind das denn wo konkrete Aufgaben, die die Leute da machen müssen? Also was wir zum Beispiel jetzt bei Elex oder auch bei Risen gemacht haben, also bei Elex haben wir Charaktere und Monster outgesourced. Die Grundmeshes haben wir halt erstellt und die Details für das Ganze haben wir dann outgesourced.
und auch das Low Poly, also das geringer aufgelöste Mesh, auf den die Maps dann gebaked wurden. Nicht, weil wir es nicht intern hätten machen können, sondern einfach, weil es eine Zeitfrage ist. Also das macht ja auch Spaß, das zu machen, aber es ist halt, im Endeffekt muss man bei einem Projekt einfach effektiv halt denken und sagen, in der Zeit kann ich ein anderes Design so weit treiben, dass wir sagen können, hey, das können wir jetzt testen, und wenn es dann wieder um diese Ausarbeitung geht, dann haut man das halt raus. Oder zum Beispiel auch Animationen haben wir outgesourced. Mal so eine ungefähr Größenordnung. Alleine Monster waren wir bei 1300 Animationen. Und mit einem Animator... Insgesamt, ne? Okay. Alle Kreaturen, ja. Da sind auch keine Humanoide dabei, also keine Humans. Da muss man schon ordentlich lange stricken für, um die halt hinzukriegen. Und wir müssen dann zum Beispiel Sachen machen, wie dass wir den Kampf testen, dass wir das Laufen, also Locomotion zum Beispiel auf der Welt zum Beispiel Sachen. Das sind ja wichtige Sachen, die sie auch, damit es sich halt gut anfühlt, dass die wir halt, wo wir auch Zeit rein investieren wollen. Mhm. Und dann sind halt so, wenn wir halt noch diese ganzen anderen Sachen haben, das kostet dann halt einfach Zeit. Und die sourced man dann aus, um dann zu sagen, hey, ich habe dazu ein Konzept, das soll so und so aussehen, das Monster soll irgendwie jetzt mit beiden Armen und drüber und danach das Ding fressen, und dann gibt es halt einem fähigen Animator, der das halt machen kann. Kann man da noch drum iterieren, wenn wir es halt bekommen haben. So. Es ist aber nicht so, dass man einfach sagt, so, mach mal, und dann kann man sich umdrehen und gehen, sondern es ist wie in der Schule. Also ich als Lehrer weiß das, man muss eine Aufgabe stellen. Das heißt, man muss sie erstmal erarbeiten, die Aufgabe, und sagen, okay, was könnte da hinkommen? Und dann muss man sie dann auch einsammeln und dann bewerten und dann entsprechend wieder zurückgeben, wenn es nicht in Ordnung ist. Ne? Und das ist sehr häufig. Das nennt man dann, wie nennt man das? Feedback. Ja, dann sitzt du da im Grunde genommen stundenlang und feedbackst Sachen, die andere Menschen gemacht haben. Ja, das ist natürlich schon irgendwie blöd, weil du bist so wie eine Politesse. Unliebsamer Meckerer, so, ja. Das ist keine schöne Aufgabe, kann eine schöne Aufgabe sein, aber eigentlich ist es so, es kommen Daten rein und dann fängt man an, jede einzelne Animation, jede einzelne Textur, jede einzelne Nuance eigentlich, die du da nicht sehen willst. Und es gab auch so Sachen, wenn du eine Vorgabe machst so und dann teilweise da auch noch was drauf malst oder irgendwie um es anzudeuten, dann kommen die Sachen auch genau so wieder zurück, weil die halten sich an die Vorgaben, die du gemacht hast. Und wenn du dann sagst, irgendwie, du hast da nur 2 Striche drauf gemacht oder mit Alex unterschrieben, dann kriegst du dann eine Textur, wo dann Alex draufsteht, ne? Obwohl du eigentlich eben nur zeigen wolltest, wie es ungefähr aussehen soll. Ja, dann sei doch mal kreativ, aber nicht zu kreativ, weil eigentlich sollst du ja genau das tun, was da verlangt ist, ne? Also das ist schon eine spannende Sache, ja. Ja, was wir hier in-house auf jeden Fall tun, ist, dass wir Proxy-Meshes erstellen von den Figuren. Ne? Das heißt also, die Designs, die Artworks und so wie es wirklich konkret aussehen soll, das wird ja alles hier gemacht. So. Und Proxy-Meshes sind nichts anderes als schon mal vorgefertigte Formen und Proportionen, ne, der jeweiligen Monster oder der Rüstungen oder der Sachen, die da gebaut werden sollen. Ja. Und im Endeffekt machen die Detailausarbeitung. Das heißt also, wenn du sagst, sie sollen irgendwelche Spikes dran oder so, ne, dann hast du irgendwie so grob schon die vorgefertigt, wie groß die sein sollen, welche Form die ungefähr haben sollen, und die machen die dann schön mit irgendwelchen kleinen Dellen drin und Zeugs. So, zum Beispiel. Ja. Also was wir haben, was wir immer halt testen müssen, was halt ganz wichtig ist, wir haben nicht für jedes Monster zum Beispiel ein eigenes Rig. Das heißt im Endeffekt, teilweise teilen die sich halt Animationen, und da muss man halt zum Beispiel sicherstellen, dass sich das auch richtig deformieren kann. Das heißt, wir müssen halt hingehen und sagen wir haben jetzt irgendwie 4 oder 5 Monster, die sich einen Rig teilen müssen. Die müssen ungefähr von den Proportionen funktionieren. Natürlich skalieren wir dann hin und zurück. Ich weiß nicht, jetzt bei den Wölfen zum Beispiel, hast dann irgendwie so eine Echsenkreatur, hast du halt so den Hornwolf, dann hast du den Wühler und so ein Zeug, also diese mutierten Sachen, die dann irgendwie bulliger, die sind dann irgendwie schlanker. Und der Outsourcer weiß davon erstmal nichts. Der macht halt sein Ding erstmal runter. Also entweder haben wir das natürlich auch gepitcht, aber man muss halt immer davon ausgehen, dass er nicht, also der ist halt nicht so im Projekt drin. Der kriegt halt die Dinger und die wird er halt zu Ende machen. Also machen wir halt diese Proxy-Meshes, damit wir halt hingehen können und sagen können, das sind die Proportionen, das ist auch
schon mal die Topologie sogar, also dann wie die Oberfläche wie aussieht die von so Polygone sich verhalten Ja. sollen, damit sie halt auch richtig deformieren, so Pi mal Daumen, sodass man halt so eine sehr festes Fundament dafür hat. Anders könnten wir das auch, also können wir natürlich auch machen, aber dann wäre halt auch das Feedback viel größer. Und das war es auch in der Vergangenheit. Also zum Beispiel mit den Schiffen bei Risen. Das war hin und zurück, einfach so, weil halt das von Grund auf aufgebaut wurde. So, und das hat natürlich seine Vorteile, du musst halt nicht viel Vorarbeit leisten, hat aber auch den Nachteil, du musst halt unglaublich viel feedbacken. Und wir haben uns dann dafür entschieden, es ist besser, wenn wir halt mehr Arbeit auch dafür machen, um dann halt quasi, ja, diese 20%, genau. Da kriegen wir einen kleinen Trainer an der Seite, weil sie denkt, oh, hätte auch Spaß gemacht, wenn ich das fertig gemacht hätte, aber... Ja. Eigentlich ist das so, dass wir jemanden haben, nämlich den Horst Dvorak, der ist unser Outsourcing-Manager. Wir nennen es auch immer gerne das Outhorsting. Der ist dafür verantwortlich, dass das mit dem Outsourcing überhaupt funktioniert. Der sucht die Studios aus, der redet mit denen über die entsprechenden Inhalte, die zu tun sind. Der verhandelt mit denen aus, was das jetzt kosten darf am Ende des Tages und so weiter. Und ja, dann fordert er auch meistens immer eine Testaufgabe ein oder irgendwie sowas dann von uns. Ne? Und wir sagen sozusagen, okay, wenn ein Studio irgendwie jetzt Bock hat oder Potenzial hat, wenn Horst sagt, okay, das könnte funktionieren mit denen, dann teste die mal und dann, ja. Was wäre denn sowas, so eine Testaufgabe als Beispiel? Also wir wollen ja herausfinden, ob die halt unseren Stil können, ob die unsere Qualitätsansprüche erfüllen. Das heißt, wir machen zum Beispiel, wenn wir irgendwie einen Charakter rausgeben, geben wir denen ein Konzept, um zu schauen, hey, können die das nach dem Konzept nachbauen? Dann wollen wir auch testen, was ist, wenn wir feedbacken. Das heißt, wir geben gezielt auf gewisse Sachen Feedback, schauen, wie reagieren die da drauf. Ja. Und im Idealfall kann man auch so ein bisschen schauen, wie schnell sind die vielleicht, obwohl das eher so ein Faktor ist, das Geschwindigkeit ist dann eher meistens auch noch zweitrangig, weil das pendelt sich dann halt ein. Weil wir meistens dann der Flaschenhals sind, wenn die super schnell sind, haben irgendwie 80 Leute da dran, dann kommen wir irgendwie nach 2 Tagen 80 Modelle hin, dann kann ja auch nur 1 oder 2 Dinger pro Tag halt abfertigen. Ja, ne? so ist das. Von daher. Aber theoretisch war es auch noch Geschwindigkeit. Theoretisch. Ja. Ja. Dann sagen wir denen halt, das ist halt der Charakter, dann haben wir vielleicht noch irgendwie eine kleine Story zu dem, wenn das irgendwas ein spezieller Charakter ist, der kommt dann irgendwie von deiner Seite, den schreiben wir mit rein, irgendwie, das ist der krasse Typ, der alle platt macht. Ach, der? Ja. Ja, der. Und halt Referenzen, Materialreferenzen, eventuell auch schon ein Base Mesh zum Beispiel. Also für die Menschen haben wir ein Base Mesh, weil die halt alle auch, wer unsere Spiele gespielt hat, man kann ab und zu vielleicht mal Rüstungen austauschen miteinander und anziehen und die müssen halt auch aneinander passen. Das ist Barbie-Puppen-Prinzip, Genau. ne? Jacke an, Hose an, Schuhe an, Zeugs, genau. Und da muss man halt schauen, können die das halt auch erfüllen? Also machen die nur einen Strampler draus oder kann ich die Sachen zum Beispiel austauschen? Ja. Und weitere Parameter, die dann zum Beispiel auch noch dazukommen. Das schreiben wir dann alles in ein Textdokument, schreiben dazu halt noch ein paar Bilder mit rein, geben das ab, schauen, ob die das richtig runterkriegen, feedbacken die, schauen, wie die darauf reagieren. Wie ist die Sprachbarriere, so, weil es auch ein Faktor, der wichtig sein kann. Ja, ne, mögen sich einige Leute fragen, warum sitzt denn der Horst nicht hier, sondern der Art Director, ja. Der Horst, der ist in Thailand, der lebt da schon seit vielen, vielen Jahren. Und unsere Outsourcing-Studios, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch dort. Und das ist natürlich, weil du sagst Sprachbarriere, ne, ist natürlich schon so eine Sache. Viele, ja, die verstehen halt Englisch, Deutsch nicht. Das heißt, die Sprache, mit der man kommuniziert, ist Englisch, was generell kein Problem ist. Aber teilweise verstehen die es auch nicht. Ne? Ja. Das ist echt schwierig, dann denen versuchen zu vermitteln. Deswegen haben wir auch die Sachen so konkret wie möglich in den Assignments dann immer formuliert, ne? Damit da irgendwie nichts schief läuft an der Stelle. Ne? Ja. Auf welcher Liste steht das denn immer, werden wir oft gefragt. Ja? Das heißt, auf welcher Payroll steht so ein Outsourcing? Das ist unterschiedlich. Das
Das liegt halt daran, wie die Vertragslage ist mit dem Publisher, mit dem man zusammenarbeitet. Wenn man jetzt beides ist, Publisher und Entwickler, ja, gleichermaßen, dann zahlt man das natürlich alles selber. Aber so in so einer Partnerschaft, naja, kommt das irgendwie auf den großen Haufen. Und dann gucken wir dann, was hat das Projekt am Ende gekostet. So, ne? Und dann ist es eigentlich egal, ob man die Arbeit jetzt hier in-house erledigt hat oder ob man die extern erledigt hat. Aber wie gesagt, die Größenordnung ist relativ gering. Das ist so, als wenn das Outsourcing, als wenn 5 Leute parallel ein Jahr lang mit uns zusammen Dinge tun an dem Spiel. Ne? Und Dinge erzeugen, sag ich mal. Oder halt malen nach Zahlen, so ungefähr. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, ja, und zwar der Trophy Box. Oh, die ist verdammt schwer, ja, die ist so schwer, da sind nämlich unheimlich viele Dinge drin, ja, die wir gerne zeigen wollen und deswegen zeige ich jetzt mal was ganz Tolles, Schweres hier. Ein Zettel. Da ist, ich kann es ja mal hier hinhalten, ich kann es ja mal zeigen, das sind die beiden Laura und Ralf von Lightning Cosplay, ja, die haben eine von den oder 2 von unseren Rüstungen tatsächlich gebaut, ja, und Cosplay damit gemacht. Ja, die haben wir damit beauftragt, das zu tun, damit sie uns auf den jeweiligen Messen begleiten. Und der Alex wusste gar nichts davon. Der hat erst im Nachhinein, als die Show so alles gelaufen ist, weil er hat ja die Dinger entworfen. Und dann hat er das gesehen und das ist schon echt eine coole Sache. Also vielen, vielen Dank an Laura und Ralf für diese tolle Arbeit. Wir hatten sehr viel Spaß vor allem auf der Gamescom 2017 war im letzten Jahr. Ja, wie ist das eigentlich mit Cosplay? Das ist natürlich schon cool, ne? Du bist ja jemand, der Rüstungen baut. Und dann gibt's Leute, die bauen deine Rüstung. Wie fühlt sich sowas an? Das fühlt sich saugeil an. Ich muss sagen, ich wusste ja nichts davon. Und die waren ja auch bei der Sommerparty ja, genau. Und dann habe ich das alles erfahren und so, what? Das ist dann so, ist okay. Nein, das ist sau cool. Also vor allem auch das, wie sie es umgesetzt haben, finde ich sehr detailgetreu. Ja. Die haben es halt, also die Essenz von der ganzen Rüstung halt super rübergebracht und setzen das jetzt auch dann cool in Szene. Das ist halt einfach, ja, also da kribbelt es mir auch in den Fingern zu sagen, könntest du auch mal so ein Ding bauen? Ne? Selber mal modulieren? Ja. Ja, wie ist das eigentlich so, die Diskrepanz von demjenigen, der so Dinge baut, ja, und dann tatsächlich so 3D-Drucker, die Dinge, die du selber gemodelt hast, mit deinem Programm irgendwie in die reale Welt zu hieven? Das muss ja schon irgendwie cool sein, ne? Hast du sowas schon mal gemacht, oder? Ich habe mit dem Ganzen mal ein bisschen rumgespielt, ja. Ne? Und ich mache ja auch so klassische Skulpturen mache ich auch so für mich. Von daher, also so diesen klassischen Ansatz habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber so dieses pure Cosplaying, dann halt dieses sich 3D drucken, das ist noch Neuland für uns. Nein. Also für uns Entwickler ganz bestimmt, ne? Obwohl, wir machen auch Cosplay, meine Frau und ich, auf der Gamescom demnächst. Ja. Bin ich auch schon mal gespannt. Ich bin die ganze Zeit bei mir am Überlegen, ob ich das mal machen möchte, weil es ist schon so einen Schritt weiter, so dieses mal Custom-Design. In Real Life, IRL, ne? So ein bisschen das Ganze zu hieven, den ganzen Blödsinn, den man so immer macht. Muss ich mal ein bisschen die Plauze einziehen, meinst du? Mein Wohlstandsbäuchlein wegkriegen. Dann kann ich vielleicht sogar das mal machen. Aber, ja, also... Kommt drauf das Kostüm an, ne? Ja. Das Cosplay. Ich kann auch als Wookie gehen. Ja. Gut, okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hast du dein Mikro angemacht? Ja, ich glaube schon, oder? Nein, hab's nicht. Hast du nicht. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Ja, gut.